Heute melden wir uns von der Insel Reichenau. Neben dem bekannten Kloster gibt es hier auch eine Burgruine. Ihre Geschichte erzählen wir euch jetzt. Wer auf die Insel fährt, kommt unweigerlich an den Überresten der Burg Schopflen vorbei. Einst war sie nur durch einen Flachwasserbereich zugänglich. Doch seit der Aufschüttung des Damms im Jahr 1838 ist sie direkt vom Land erreichbar. Von der heutigen Plattform im Burginnern hat man zudem eine schöne Sicht auf den Untersee. Die Überreste des Gebäudes, welches vom Typus her als festes Haus bezeichnet werden kann, haben einen beeindruckenden Grundriss von 31 mal 19 Meter. Die Mauern sind noch bis zu 9 Meter hoch erhalten. Auch Schießscharten sind noch zu erkennen. Es wird vermutet, dass es ursprünglich über 3 Stockwerke verfügte, wobei das oberste ein Fachwerkbau war. Bereits im 11. Jahrhundert soll hier eine Wehranlage gestanden haben, um die Untiefe zwischen Insel und Festland zu sichern. Erbaut wurde diese vermutlich vom Reichenauer Abt Konrad von Zimmern. Der Name Schopflen taucht allerdings erst 1165 in einer Schenkungsurkunde auf. Darin wird ein Werner von Schopflen genannt, mutmaßlich ein Ministerialer des Klosters. Eine Burg wird aber nicht direkt erwähnt. Im 13. Jahrhundert verdichten sich in den Schriften die Hinweise auf eine Wehranlage. Zum Beispiel wird 1257 eine Burg der Insel Reichenau genannt. In den 1260er Jahren siegelte Abt Albrecht von Ramstein dann eine ganze Reihe von Urkunden in seinem Castrum Schopflen. Dies ist der endgültige Beweis für die Existenz einer Burg. Bis ins Jahr 1272 diente sie als Residenz des Abtes. Alte Karten geben zudem Hinweise, dass die Anlage aus mehr als nur diesem Gebäude bestand. Sie zeigen, dass zumindest noch ein Torturm existierte, welcher die Anlage zum Festland hin zusätzlich absicherte. Es wird vermutet, dass es noch weitere Gebäude aus Holz gab und die ganze Anlage durch eine Holzpalisade geschützt wurde. Im Jahr 1312 wurde Schopflen schließlich durch Wilhelm von Castell rundum erneuert. 1365 wurde ein Fischer bei der Wilderei erwischt. Normalerweise wurde ein solches Vergehen durch Entzug der Ausrüstung geahndet. Doch in diesem Fall fiel die Bestrafung ungewöhnlich brutal aus. Der Kellermeister der Abtei Reichenau, Mangold von Brandis, ließ ihm die Augen ausstechen. Die Stadt Konstanz war darüber mehr als nur empört. Das Verhältnis der Stadt zu ihrem Bischof Heinrich von Brandis, der eng mit dem Kellermeister
und auch mit dem amtierenden Abt Eberhard von Brandis verwandt war, war schon vorher sehr schlecht gewesen. Der Einfluss der Adelsfamilie, die unter anderem die Herrschaften Schellenberg und Sonnenberg besaß, war ihnen ein Dorn im Auge. Und so brachte diese Tat das Fass zum Überlaufen. Die Konstanzer griffen Besitzungen der Abtei rund um den Untersee an und verleibten sie sich ein. Dabei soll, laut später erschienenen Chroniken, auch die Burg Schopflen niedergebrannt worden sein. In zeitgenössischen Schriften ist jedoch nur von einem Hof Schopflen die Rede. Die Zerstörung einer Burg wird nicht explizit erwähnt. Deshalb könnte es auch sein, dass die Wehranlage mit der Zeit einfach nicht mehr benötigt und dem Verfall preisgegeben wurde. Im Jahr 1483 wird sie jedenfalls nur noch als Burgstall bezeichnet. Dies deckt sich mit archäologischen Erkenntnissen. Bei Ausgrabungen 1895 wurden diverse Keramikartefakte geborgen, welche ins 13. und 14. Jahrhundert datieren. Doch es wurde auch eine ganze Reihe von Funden gemacht, welche dem 16. und 17. Jahrhundert zuzuordnen sind. Beispielsweise Reste von 2 Kachelöfen. Es muss also eine zweite Nutzungsperiode gegeben haben. Diese erstreckte sich laut Befunden vermutlich zumindest bis ans Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1648. Heute deutet nichts mehr auf diese kriegerischen Zeiten hin. Einzig die Ruinen der Burg sind als Mahnmal erhalten geblieben. Das war's auch schon für heute. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Ihr könnt euch gerne noch weitere Burgen auf unserem Kanal anschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.